3 Gründe, warum ihr auf Etsy verkaufen solltet. Nach dem Intro. Freunde des E-Commerce, mein Name ist Ali Okasi, ich bin Inhaber der E-Commerce-Agentur eBakery. Heute geht es um den Handmade-Marktplatz Etsy. Damals gab es noch einen, der hieß Davanda. Habt ihr auch angebunden gehabt. Marvin Zimmermann zu Gast, Unicorn 2, eBakery und Multichannel-Experte. Und du nennst uns die 3 Gründe, warum man auf Etsy verkaufen sollte. Wohlbemerkt, Etsy ist ein Nischenmarktplatz. Also für Handmade-Produkte und vielleicht sagst du was dazu. Ja, Etsy generell Handmade. Natürlich Nischenmarktplatz, Handmade, Vintage. Ja, also interessant für alle, die früher auf Davanda gelistet haben. Etsy ist auch der de facto Nachfolger von Davanda in Deutschland. Ja, also wenn man witzigerweise, ich weiß nicht, ob es noch online ist, auf davanda.de geht, wird man auf Etsy umgeleitet. Und ja, also Netter interessant. Ja, guter Move, gute Übernahme, um dann doch noch Davanda ein weiteres Zuhause zu geben, weil Davanda hat ja schon eine gute Rolle gespielt in Deutschland. Natürlich. Ja, und ja, sehr interessant für Handmade und Vintage-Artikel. Okay, und warum sollte jemand, der Handmade im Portfolio hat, auf Etsy listen? De facto Nachfolger von Davanda, ich habe es eben schon gesagt, und größter Vintage- und Handmade-Marktplatz der Welt. Echt jetzt? Ja, Etsy ist der größte. Man muss dazu sagen, es gibt natürlich nicht viele, ja, aber Etsy ist die unangefochtene Nummer 1. Okay, das wäre der erste. Zweitens keine Grundgebühr, 20 Cent Einstellkosten, das heißt... Also warte. Ja. Keine Grundgebühr. Keine Grundgebühr. Das heißt, Unicorn kostenlos testen, alle Artikel einmal listen. Und gucken, was passiert. Und dann kann ich ja Unicorn kündigen. Ja, das wäre sau clever. Und da ist alle Artikel drin, aber kein Bestandsimport. Also kein Bestandsexport und Import und Order-Import und so weiter. Das wird dann nicht funktionieren. Aber ja, genau. Also wenn man kostenlose Listings haben will, dann kann man das 14 Tage testen und das so machen. Aber nee, klar, Order-Import und so wäre dann natürlich hinfällig. Ja. Das wäre nur einmalig, ja, letztendlich. Aber das heißt, man kann kostengünstig starten. Kostengünstig starten, wobei man muss sagen, 20 Cent pro Listing. Wobei das natürlich jetzt ist nicht vergleichbar. Ja? Also man ist ja jetzt ein Handmade-Händler, hat ja jetzt keine 10.000 SKUs. Das ist ja natürlich Quatsch, wenn es Handmade ist. Ja, wenn man sagt, man hat 50 Handmade-Sachen, 50 Artikel, 20 Cent, 10 Euro. Okay, und was wäre der dritte Grund? Der dritte Grund ist, dass Etsy auch eine Google Shopping-Anbindung hat. Das heißt, man kann über Etsy Anzeigen auf Google Shopping listen. Also Reichweite generieren? Ja, Reichweite generieren, genau. Also es ist dann im Prinzip, wenn dann halt die Suchanfragen, es ist, ne, also man sagt ja, Amazon ist quasi die Produktsuchmaschine, dass die Produktsuchen in Amazon beginnen und nicht mehr in Google. Bei Handmade mag es noch anders sein, also Leute, die vielleicht auf der Suche nach Handmade sind, gehen vielleicht nicht zuerst auf Etsy, aber vielleicht in Google und da kann man das Google Shopping Tool für benutzen. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, wenn ich jetzt beispielsweise ich starte jetzt mein Handmade-Business, ja? Ich lade mir die JTL Warenwirtschaft kostenlos runter. 14 Tage kostenlos Unicorn 2 und Etsy hat auch keine Grundgebühr. Worauf wartet man? Wir empfehlen es jedem Händler, der Handmade und Vintage-Sachen hat. JTL nutzen, Unicorn, automatisierte Anbindung und den größten Handmade-Marktplatz der Welt nutzen. Definitiv. Und das Allerbeste ist, wenn ich dann eine produktive Lizenz bei euch nutze, das heißt die Single-Lizenz, dann zahle ich 29,90 und habe diesen Marktplatz. Das sind keine also keine weiteren Umsatzgebühren oder Transaktionsgebühren oder wie auch immer, sondern ich habe einen fixen Amount. Genau, richtig. Die Schnittstelle ist quasi eine Flatrate. Wow. Testet das Ganze aus, abonniert den Channel. Bis zum nächsten Mal, euer Ali.